But we don't get much detail. Nehemiah war anders, der gibt danach total viele Details. Die Menschen haben an dieser Bereich der Mauer gearbeitet und die an der, aber hier haben wir nicht so viele Details. But we do get a chance to say, okay, what do they do after? They celebrate and dedicate the house with joy. Aber was hier steht, dass sie danach gemacht haben, die haben gefeiert und das Haus mit Ehre Gott geweiht, mit Freude. And then they keep the Passover. Und dann haben die das Passafest gehalten. And everybody participates. Alle haben da mitgemacht. And it says, I love this verse. It says, and verse 22, and they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy. Und, und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. For the Lord made them joyful. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. And there's another passage a little bit later that talks about this joy that comes whenever they celebrate feasts. You see it, their heart, they're so Eine excited. Passage ein bisschen später, da steht noch, dass sie das mit Freuden gehalten haben, dass sie echt erfüllt waren mit Freude. And it talks about how, they really worked hard on this, and in spite of all opposition, God completed this temple with them. Und die haben echt hart daran gearbeitet und trotz alles Gegenwindes, haben sie es fertig geschafft. Now I want you to think about these guys over here. Und jetzt möchte ich euch gerne mal, dass ihr über diese Menschen hier auf die guckt, auf die Seite. They are the ones reading about this. Die waren diejenigen, die das gelesen haben. Now they have the temple. Also die haben jetzt den Tempel. They have the walls. Die haben die Mauer. They are the ones that we read about in Malachi. We'll look about a little later. Und die sind, also über die lesen wir in Malachi, dem Propheten immer Remember in später. Malachi it says like they're bringing sacrifices of like cows that are lame and maimed and stuff. Und erinnert euch, wenn ihr Malachi gelesen habt, da steht, dass die Sachen geopfert haben, zum Beispiel Tiere, die lahm waren oder nicht ganz gesund. And in Malachi, God's talking to them, and He's like, you're not offering worship with your heart. Und in Malachi spricht Gott zu dem Volk, ihr bringt Gott kein Opfer, also mit dem Herzen. So what do you think they're thinking about when they read about how they completed the temple and the Passover? Was denkt ihr, was diese ursprünglichen Leser denken, wenn sie das lesen, dass der Tempel fertig gebaut wurde? What do you think? Was denkt ihr? Why does Ezra include this for them? Warum hat das Esra aufgenommen? Yeah. To show them that God is able to help His people, even when other people like the kings are against them. Um ihnen zu zeigen, dass Gott in der Lage ist, ihnen zu helfen, auch wenn sie Opposition haben. Any other ideas? Habt ihr noch andere Ideen? To remind them about the joy and to show them how it could be. Sie über die Freude zu erinnern und wie es hätte sein können. Yeah. Ja. You know, we tend to lose the passion for things we're not a part of building. Und es ist so, dass wir die Leidenschaft für Dinge verlieren, wo wir vielleicht nicht daran beteiligt waren, sie zu bauen. When we're not a part of the change, it's hard to really appreciate with your heart everything that went into it. Wenn wir nicht Teil des Wechsels waren, dann ist es für uns das schwer wertzuschätzen, alles Arbeit, die damit eingeflossen ist. You know, I come from a church that's about 40 years old right Also now. ich komme von einer Kirche, die ungefähr 40 Jahre Okay. alt ist. And at the beginning, Und am Anfang, this church, like they met in a school, und die haben sich in der Schule getroffen. and every week they'd have to bring all the sound equipment and set it up and set up all the chairs. Und am Anfang von jeder Woche, da mussten die ganze Technikausrüstung mitnehmen, das Soundequipment und dann die ganzen Stühle aufstellen. And it was this Irish pastor who had come to like plant this church, and the church was growing, and Und es gab diesen irischen Pastor, der extra gekommen ist, diese Kirche gestartet hat und die Kirche ist gewachsen. and they couldn't fit in the school anymore. Und dann passten sie nicht mehr in die Schule rein. So this church, this group of people started praying and being like, God, we need a bigger place, and they started sacrificing their own money and trying to save up to buy something. Und dann hat diese Kirchegemeinschaft angefangen zu beten. Hey Gott, wir brauchen einen größeren Platz. Die haben ihr Geld gesammelt und das als Opfer dargebracht. And then they finally had enough to buy a piece of land. Und dann hatten die endlich genug, sich ein Land zu kaufen. And there's pictures of like all of this little, this group of people, these new Christians, digging a hole in this land that they bought. Und das sind Bilder von Leuten, die erstes Fundament ausgegraben haben.
And then they actually built, by like kind of themselves, everybody working together, built this church. Und dann haben die angefangen, selbst diese Kirche, die Mauern zu bauen. Ja. Sie hat geholfen. My friend Rebecca Meine Freundin Rebecca, was a daughter of one of those families. sie war eine That came to the Tochter Lord einer through dieser that church. Familien. And I worked with her in youth ministry. Und ich habe mit ihr gearbeitet in der Jugendarbeit. And, you know, I'd often hear her saying, like, oh, this old church, Und ich höre sie oft, wie sie sagt, an diese alte Kirche. it's so ugly. Why did they pick these colors to paint the Die walls? ist doch echt nicht schön. Warum haben sie denn die Farben gewählt? And just that next generation just had zero appreciation for all of the sacrifice that went into that building. Und das heißt praktisch, dass die nächste Generation, die keine Wertschätzung hatte für die ganzen Opfer, die eingeflossen sind, das zu bauen. Or you can think of it in a different way. Und ihr könnt euch das auch anders vorstellen. She also comes as a second generation Christian. Sie ist auch eine Christin in der zweiten Generation. So her parents, they struggled with, you know, addictions. Ihre Eltern, die hatten Probleme zum Beispiel mit Süchten. Their marriage almost broke up. Ihre Ehe ist fast kaputt gegangen. Her parents' marriage, Ja, yeah. die Ehe der And Eltern. they came to know the Lord kind of like as young parents. They had 2 kids who were like 1 and 2. Und ihre Eltern haben den Herrn kennengelernt, als sie gerade junge Eltern waren und Kinder im Alter von 1 und 2 hatten. So you can imagine these new young Christians who like just had so much new freedom and they thought, I'm going to raise our kids in a Christian family. Und hier könnt ihr euch die Eltern vorstellen, die jetzt auf einmal so viele Freiheiten hatten und sich gedacht haben, okay, wir erziehen jetzt unsere Kinder in einer christlichen Familie. And they started bringing her to Sunday school, Und die haben sie zur Sonntagsschule gebracht, teaching her about the Lord, über den Gott unterrichtet, praying with her in the night, you know. nachts mit ihnen gebetet. And they never had this growing up. They thought they're giving their daughter this great way to grow up. Und selber hatten die das nicht und sie dachten, sie geben ihrer Tochter diese gute Möglichkeit aufzuwachsen. And she did. She met the Lord when she was a teenager in youth group and became a Christian. Und was hatte sie? Sie ist dem Herrn begegnet und ihr Leben hat sie dem Herrn gegeben, als sie in der Jugendgruppe war. But when you ask her to share her testimony, Aber wenn du sie fragst, ihr Zeugnis zu she teilen, always said, I don't really have one. dann sagt sie, ich glaube, ich habe. I grew up in a Christian home. Ich bin I ein have nothing Christ. interesting to say. It's kind of boring. Ich bin in christlichen Zuhause aufgewachsen, es war irgendwie langweilig. Because she doesn't see how amazing, how valuable that is. Like that, her testimony is God saved her family and her life. Und wenn sie eine Generation zurückdenkt, dann ist ihr Zeugnis, dass Gott ihre Familie gerettet hat. Und dann kann sie feststellen, okay, wie erstaunlich das ist. And the people reading this book, Und die Leute, die dieses Buch lesen, way over here, they have no appreciation, no heart for all of the hard work it went into to build this temple. und die hatten wahrscheinlich keine Wertschätzung für die ganze harte Arbeit, die eingeflossen ist, diesen Tempel zu bauen. They don't care that, you know, the God who arranged all of history and brought them back to the land deserves their love and their hearts. Die hatten wahrscheinlich nicht so die Ahnung, dass der Gott, der sie aus Ägypten befreit hat und in der ganzen Geschichte bei ihnen war, ihr ganzen Herzen verdient. And these books are saying to these people, wake up! Und diese Bücher sagen zu den Leuten, aufwachen! Because he wants them to say, look, your people, they were celebrating with joy and bringing sacrifices and, you know, their hearts were towards me. Where is your hearts? Er sagt, diese Leute, die haben mit Freuden, haben die mir gedient, aber wo sind jetzt eure Herzen? So that's why we have the story of the temple. Und das ist, warum wir die Geschichte von dem Tempel haben. That's why he put it in there. Und deswegen hat der Autor das da reingeschrieben. To talk to these people and say, God cares about how we worship. Um zu den Leuten zu sprechen und zu sagen, Gott, den interessiert es sehr wohl, wie wir anbeten. And then he decides, Ezra decides, Und dann entscheidet sich Ezra, now let me tell you something else. Now you got that, let's move on. jetzt haben wir das abgeschlossen, habt ihr das verstanden, jetzt erzähle ich euch was anderes. So now we're going to look at Ezra 7 to 8. Und jetzt gucken wir uns Ezra 7 bis 8 an. Okay? Ah, it's just such a good book. There's so much I want to say. Das ist so cool, da steht so viel drin. One more thing before Ich mag so this. ganz kurz eine Sache. Just going to throw this in there. One thing that these people just, at the end of this book, our readers, they don't know how much sacrifice was made on their behalf, you know. Und am Ende, also die Leser, die es gelesen haben, die wussten nie, wie viele Opfer für sie gebracht wurden. And I want to just challenge you. Und ich möchte euch gerne herausfordern. If you see somebody in your life, Wenn ihr jemanden in eurem Leben seht, maybe it's your parents, vielleicht eure Eltern maybe it was a friend, oder ein Freund, maybe it was a pastor, ein Pastor, somebody who did something hard so that you know Jesus now.
Jemand, der etwas Lasten auf sich genommen hat, damit ihr jetzt Jesus kennt. Say thank you. Dankt ihm. Write them a note. Send them an Schreibt email. ihm einen Brief, eine Just Nachricht. Facebook eine them E-Mail. today and say, I was just thinking about in class how much you meant to me. Thank you for your Schreibt ihm bei sacrifices. Facebook und sagt, okay, ich habe heute in der Klasse darüber nachgedacht, was du für mich getan hast. Thank you for sharing Jesus with me. Danke, dass du Jesus mir näher gebracht hast. I often thank my best friend's parents. Und ich danke öfter den Eltern meiner besten Freundin. I can only imagine now as a parent how much work it was to bring me to church every week with their family. Und ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wie viel Arbeit es war, mich mit ihren Kindern jeden There Sonntag was zur probably Kirche zu nehmen. times that they would have rather just been their own family and not bring this neighbor kid girl with them. Und es könnte sein, dass sie wahrscheinlich sich manchmal gewünscht haben, okay, ich möchte jetzt einfach nur mit meiner eigenen Familie sein To take und me nicht out to noch lunch mich um with das them. andere Kind zu kümmern und das Leben mit ihm hier zu I'm sure teilen. my best friend would have been much better behaved if we weren't together, you know, how kids get when they're together. Und wahrscheinlich hätte sich meine beste Freundin viel besser betragen, wenn wir nicht zusammen gewesen wären, weil das ja manchmal bei Kindern Every so once in ist. a while, I'm just reminded of that, and I send them a note and say thanks for that, and Und ich erinnere mich öfter mal daran und sende ihnen dann einfach eine Dankesnachricht. even to let like their daughter play with a non-Christian kid who comes not from a great home, you know, that's a sacrifice for Und them. das ist auch ein Opfer eigentlich, deine Tochter mit einem Kind spielen zu lassen, das aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommt. So say thank you to somebody today. Sag Danke an eine Person heute. Okay, back to Ezra 7 and 8. Okay, jetzt gehen wir zu Esra 7 und 8. Now we jump ahead in time. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne. In der Zeit. 7:1 says, Now after this, 7.1 sagt, nach diesen Geschichten, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, in der Regierungszeit Artasasta, Königs von Persien, Ezra, Esra, the son of a whole bunch of people, to the priest. Sohn des It says, This Ezra went up from Babylonia. Dieser Esra kam von Babel. He was a scribe, Er war ein Schriftgelehrter, somebody who could write, also jemand, der lesen konnte und schreiben. skilled in the law of Moses of the Lord. Kundig im Gesetz des Mose des Herrn. And the king granted him all he asked, for Und the der- hand of the Lord of God, his God was on him. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Okay, so when does he go up? Also wann geht er da hoch? It says it in the next verse. Das steht im nächsten Vers. $458. I love how you always do the math instead of just saying the Super. 7th year of Artaxerxes. Ich mag es, wie er direkt rechnet, anstatt zu sagen, im 7. Jahr König, bitte. Okay. Also es war welches Jahr? Yeah, so Artaxerxes starts in 465, and it says in his 7th year, so it's 458. Also es ist 458 vor Christus. Okay. Well, this is the second return. Also das ist das zweite Kommen von Esra. That doesn't mean there weren't other people going there over time, but this is where, you know, the big chunk that Ezra records. Das heißt nicht, dass andere Leute ab und zu mal da wieder zurückzukommen sind, aber das war einfach so eine große Masse, die da mit Esra kam. How long does it take him? Wie lange hat es ihnen denn gedauert? Read carefully in verse 8. Das steht im Vers 8. And verse 9, yeah. Und 9 so. Fünf Monate. Hm? 5 Monate. 5 months. 5 months. It says, on the first day of the first month he began to go up from Babylonia, and on the first day of the 5th month he came to Jerusalem. So actually it's 4 months. Genau, also im 9 steht dann, dass es 4 Monate sind. Okay, awesome. And then we have the best verse in the whole wide Bible. Und jetzt Maybe. haben wir den besten Vers in wahrscheinlich ganzen Bibel. Okay, maybe not. There's probably some other. Vielleicht nicht, aber es sind ähnlich gute. For Ezra set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren.
And you guys know that expression in English, a soapbox? Kennt ihr diesen Ausdruck in Englisch, diese Seifenkiste? People say, like, I'm going to get on my soapbox. It means, like, they're going to preach at you for a little while. Also die Leute sagen, okay, ich steige jetzt auf meine kleine Zitronenkiste und I predige think zu it euch. comes from, like, when there used to be street preachers a long time ago and they take a box, maybe it held soap and they'd stand on it. I don't know. Und ich glaube, das kommt daher, dass die Leute damals, die hatten nicht so großes Podest, haben sich dann einfach so eine Kiste genommen, da war vielleicht Seife Well, I'm just drin, going to stand on my soapbox for a haben zu den minute Leuten gepredigt. and tell you that if now that you will finish DBS, you will have more Bible knowledge than probably 80% of the church. Und wenn ich stehe jetzt auf meiner Seifenkiste und sage zu euch, in dem Moment, wo ihr die DBS abgeschlossen habt, habt ihr mehr Wissen als wahrscheinlich 80% der Leute, die zur Kirche gehen, über die Bibel. Please teach it to people. Unterrichtet das doch bitte. Somehow. Some way you feel comfortable. Irgendwie fühlt ihr euch, so wie ihr euch wohlfühlt. Write a book, write a blog, send an email, lead a small group. Schreibt einen Blog, wie ihr schon tut, schreibt ein Buch, leitet eine Kleingruppe. But make sure you're also doing it. Aber just macht es teaching auch it. wirklich. And know what you're talking about. Do some good study too. Und versucht in einem Vorfeld auch gute Studien zu machen. I could spend longer here on this box, but I'm going to get off. Also ich because we have to keep Ich going. könnte weiter auf dieser Box stehen, aber ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne. Okay, so King Artaxerxes sends Ezra back, Also King Artaxerxes sendet Esra zurück. and he tells him some different things to do there. Und er erzählt ihm, oder er weist ihn an, verschiedene Dinge in Jerusalem zu tun. But before we go back with Ezra, Aber bevor wir uns Esra zuwenden, something else is going on in Babylon, da geht doch Persia. Babylon. Okay, da geht doch irgendwas anderes, da passiert irgendwas anderes in Babylon. Und Persien. What other book happens in Persia Welches andere Buch? Also welches andere Buch der Bibel handelt in Persien? during the reign of Artaxerxes? Esther? Ezra, yeah. Esther, yes, Esther. Mein Name ist Esther. I know, that's awesome. Good, okay, so Esther. Esther. Let's not just skip so quickly. Lass uns das nicht so schnell überspringen. Let's move to Esther for a bit, Jetzt gehen wir ein bisschen zu Esther. because, we're going to do this chronologically, because that's how I like it. Wir machen das chronologisch und so mag ich das. And I'm the teacher, so. Und ich bin ja der Lehrer. So, Esther. Esther. Yeah, where is it? Where is it? It's right after Nehemiah. Yeah. Okay. Ja. It should fall right in Ezra, Und das sollte, right before 7. But, das sollte ungefähr vor Kapitel 7 in Esra kommen. but we, I guess we can't split up the book, so. Aber ich glaube, wir können das Buch ja nicht in 2 Teile schneiden, deswegen. Okay, so it says, now in the days of Ahasuerus, Da steht am Anfang 1,1. Zu den Zeiten des Ahasverus, der König war vom Hindu bis zum Nil. the Ahasuerus, who reigned from India to Ethiopia over 127 provinces. Der Ahasverus, der von Indien bis zum Nil über 127 Länder regiert. In those days, when he sat in Susa, the capital, In diesem Tag, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, in the 3rd year of his reign, im 3. Jahr seiner Herrschaft, he gave a feast for all the officials and servants. machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen. Okay, what is the 3rd year of his reign? Was ist denn das 3. Jahr seiner Regierungszeit? 483. 483. Yes, this is when we have the setting for the book of Esther. Genau, das ist, wann das Buch Esther anfängt. See, so this is Ezra's return here, right? Also da kommt Esra wieder zurück. This is Nehemiah over here, or Zerubbabel. Das ist, da vorne ist es Nehemia oder Zerubabel. I'm not supposed to translate my mistakes. I'm just kidding. What? And then this is Nehemiah. Und das ist Nehemia, sorry. I'm just kidding. Okay, and then this is Esther. Und das ist Esther. Any questions about that? Habt ihr darüber Fragen? Can you guys all see it? Yes. Why would it be before the Psalms and David and all the books and not after it? Oh, good
Good question. The book in the Like in the Bible? way it's laid out, Okay. right? Warum ist das Buch in der Bibel vor David und im Psalmen und so weiter und nicht danach? So in the Old Testament, we have it set up the same way the Jewish people set up theirs. Und unser Altes Testament ist so angeordnet, dass es auf die gleiche Art angeordnet ist, wie die Juden ihres geordnet haben. This isn't like universal, but this is in the Protestant world. This is how we have our Old Testament. Das ist nicht global, aber das ist so, wie wir die Protestanten das übernommen haben. So they have theirs split up as the law, Die Juden haben ihres eingeteilt in das Gesetz, and then there's the history, dann die Geschichte and then there's the prophets, und dann die Propheten, right? Or the writings and prophets. So also die Schriften und die Propheten. right after Deuteronomy, Und direkt nach 5. Mose, from Joshua all the way to Esther, vom Josua bis zu Esther, those are the books that are just narrative, Und stories. That's the whole story of the Old und Testament. das sind Bücher, die nur wie Geschichtsbücher sind. Das ist die ganze Geschichte des Alten Testaments. From when they enter the promised land to the end. Von dem Zeitpunkt, wo sie das verheißene Land betreten haben, bis zum Ende. And then after that are the books of wisdom. Danach kommen die Bücher der Weisheit. Right? So that's from Job all the way to the Song of Songs. Das ist von Hiob bis zum Hohelied. And then after that, they put all the prophets together. Und danach haben sie einfach alle Propheten zusammengesetzt. Does that answer your question? Hat das deine Frage beantwortet? Yeah. Okay. Yeah, good question. Das ist eine sehr gute Frage. Because it kind of feels weird that we're reading the last book in the narrative, like in the middle of the Old Und Testament. das fühlt sich ein bisschen komisch an, das letzte Buch des Alten Testaments irgendwo in der Mitte zu lesen. Yes. You said that dass wir als Protestanten das so übernommen haben. Wie ist das bei den Katholiken? You said we as Protestants took it like this from the Jews, but how is it with the Catholic? That's a great question that we're going to look at on Friday. Is that okay? Das ist eine gute Frage, die wir uns Freitag anschauen. Because there are some other books that were written in those silent 400 years that get included in the Catholic Bible. Es gibt ja noch ein paar andere Bücher, die in diesen stillen 400 Jahren nach Esra geschrieben wurden, die die katholische Bibel aufgenommen hat. Good question. Any other questions? Habt ihr noch andere Fragen? I love that you guys just interrupt me with questions. That's so great. Ich mag, dass ihr mich mit Fragen unterbricht, das ist gut. Okay, so Esther. Aber Esra war der zweimal ausgezogen von. Also does Ezra come twice from Babylon to Jerusalem? What makes you ask that? Why did you? Warum hast du das gefragt? You said it. Because, weil das, oder I think I translated. Oh, I just mistranslated. Yeah, no. Because you said, I said it me, was because yeah. the second return. Yes. No, this is the time that Ezra comes for the first time. Entschuldigung, gut, dass du gefragt hast. Also das, This wann is the Ezra das Zerubbabel. erste Mal kommt, das ist Zerubbabel. I just have Ezra 1 to 6 because that's where it's written. It's a bit confusing. Ja, Entschuldigung, also das war mein Ding. Das heißt einfach nur Ezra, das Kapitel 1 bis 6. If I was doing it really well, I would color code mine. Und wenn ich das genau gut machen würde, würde ich es And I können. should have all the people circled in a different color. Und ich sollte alle Namen in verschiedenen Farben markieren. Because in my Bible it's blue, but I don't have a blue marker, so there you go. In meiner Bibel ist es blau. Ich habe jetzt keinen blauen Marker. Is that a bit more clear? Hilft das zu klären? There is some people who think Ezra maybe left Jerusalem for a little while and then he came back with Nehemiah. That's why I was wondering why you asked that. But Also es gibt Leute, die haben die Theorie aufgestellt, dass Ezra eine gewisse Zeit lang weg war und dann mit Nehemiah nochmal wiedergekommen ist. Und deswegen habe ich nachgefragt, warum du das gefragt hast. But we're not going to get into that in this. Aber da gehen wir nicht rein. Okay, so Esther. Also Esther. Does anybody notice anything interesting about this book of Esther? Gibt es da irgendwas Interessantes am Buch von Esther? There's a lot of interesting things. Es gibt viele interessante Sachen. Yeah, she became a queen. Good. Sie wurde eine Königin. Mm-hmm. Saved the Jewish people. Yes, good. Sie hat das jüdische Volk gerettet. During Mordecai the Great. Mordecai. Also es gibt da diesen Mordecai. There's a very, very unique thing about this book that makes it different than every single book in the whole Bible. Und es gibt eine ganz spezielle Sache, die dieses Buch sich unterscheiden lässt von allen anderen Büchern. I don't know, aber ich glaube, dass
also ihren Mut, den sie bewiesen hat, dass sie zum König hingegangen ist, obwohl es verboten war. Is it maybe because of her courage? She shouted and went to the king, even though it was not allowed. No, but that's really cool, but that's not what makes it unique. Nee, das ist sehr, sehr cool, aber das macht nicht, das stellt das Buch nicht so heraus. Yeah, God is not mentioned actively in this book, so he doesn't speak or doesn't act, or people don't look into the law to do something. Das Interessante ist, Gott wird nicht namentlich in dem Buch erwähnt und auch nicht das Gesetz und die Leute gucken nicht daran. Yeah, it's the only book in the whole Old Testament that doesn't mention God at all. Das ist das einzige Buch im Alten Testament, das das Wort Gott nicht benutzt. That's what made this book actually quite controversial to get into the canon at all. Und das hat das herausfordernd gemacht, dass das Buch überhaupt in der Bibel im Kanon mit aufgenommen wurde. But just because it doesn't mention the word God Und aber weil es das Wort Gott nicht benutzt, doesn't mean that we don't see God's hand. das heißt nicht, dass wir nicht Gottes Hand in dem Buch sehen. And some people think that actually maybe this book was written to put into the Persian annals, like their writings. Und manche Leute haben sich gedacht, okay, das Buch kann man in die persischen Schriften mit einordnen. And so that's why it couldn't say Yahweh in it. Und deswegen, die haben das damit eingeordnet, deswegen konnte man da halt nicht Gott schreiben. But whatever the case, Und was auch immer der Fall war, we see that definitely the author of this book auf jeden Fall der Autor dieses Buches, is pro-Jewish, der ist den Juden positiv zugewandt. right? He's definitely saying that this is a good thing that the Jews were saved. Er hat auf jeden Fall gesagt, es ist etwas Gutes, dass die Juden durch Esther gerettet wurden. And it doesn't say who put this together, Und es sagt auch nicht, wer das Buch zusammengestellt hat. but it sounds like somebody who was most likely a Jew, Wahrscheinlich jemand, der eher ein Jude war, very familiar with everything that's going on in the temple court. der sich gut auskannte mit dem, was im Tempel passiert ist. He knows all the different details of how, even the fact that the king could see Esther when they found a layout of the temple in Susa. It's only because of that we know that they could see from the throne. Does that make sense? Und sogar den Fakt, dass der König irgendwie Esther von einem bestimmten Zeitpunkt sehen konnte, weil es da so eine Überlieferung von einem Tempel in Susa gab. Like in most temples, you couldn't actually, like if the king was on his throne and the queen was trying to get his attention somehow, you wouldn't be able to see. But in this particular layout in Susa, they saw, okay, actually she could have signaled the king easily from the way that it was laid out. Also normalerweise hätten die Beobachter das nicht sehen können, wenn die Esther die Aufmerksamkeit des Königs haben wollte, aber in diesem Fall in Susa war das so gebaut, dass es möglich war. So there was a lot of little details like that in the book that only somebody who was familiar with the actual place could have written it. Also es gibt ja so viele Details in dem Buch, nur jemand, der diesen Platz, den Handlungsort kannte, hätte das niederschreiben können. So, based on all of that, Also basierend auf all dessen, any ideas of who the author could have been? habt ihr von diesen Informationen Schlussfolgerungen, wer der Autor sein könnte? Mordecai? Mordecai? Most people think maybe Mordecai. Ja, yes, die meisten Leute denken, es ist Mordecai. The only thing that people say is he's pretty like positive about himself. Das ist das Einzige. He like talks about himself quite well, Ja, you know. und weil die Leute das sagen, weil Mordecai ziemlich, ach so, das ist so ein Kritikpunkt, ist Mordecai redet ziemlich positiv über So sich maybe it was like, you know, somebody he was discipling, was with him a lot, but it's just not mentioned. I mean, we don't really know. Und das könnte dann sein, dass es jemand, dass es nicht Mordecai selbst war, sondern ein Jünger von ihm, den er bejüngert hat. But either way, we know it's very pro-Jewish, Wie auch immer, es ist pro-jüdisch and it was written by somebody who was pro-Jewish. und es ist durch jemanden geschrieben worden, der ebenfalls pro-jüdisch ist. And they are trying to make the point in the story that there's somebody behind all of this. Und die wollen aber den Punkt in der ganzen Geschichte machen, dass dahinter jemand hinter der ganzen Geschichte steht. Now, the name of the book, Also der Name des Buches Esther. ist da. This book is named for the star of the story. Dieser Name ist dem Buch gegeben für die Person, die der Star in der Geschichte ist. Because the word Esther means star. Denn das Wort Esther bedeutet Stern. So she's taken, you know, from her guardian and she's put into this beauty pageant and she wins. Und die hatte so... Yeah, like, you know, they put all of the people in front of the king and he picks her. Ah, genau. As the most Also beautiful. genau, in der Geschichte geht es darum, die haben sich alle geschmückt
herausgeschmückt und Esther auch. Und dein König sucht genau sie aus. Okay, now, we're going to get this through for the coffee break. Und das Awesome. versuchen wir zu beenden vor der Esther Kaffeepause. has Esther. a great structure. Esther hat eine sehr coole Struktur, das Buch. I love structure in books. I don't know if you've been able to tell yet. Ich mag, wenn die Bücher eine coole Struktur haben. I think it's because, you know, if I wasn't a Bible teacher, I would be a CIA agent. Und weil ich, wenn ich kein Bibellehrer wäre, wäre ich dann weil ich ein Mitarbeiter bei der CIA Do you want me to Except pause that- there? Except that I'm not American, so I can't be, but I would still be, it would be really cool to be like, Das Problem ist, ich bin leider nicht amerikanisch, deswegen kann ich das nicht, aber ich mag gerne als Student zu my arbeiten. daughter doesn't think I would make a good spy.